Hallo, herzlich willkommen zu der heutigen Folge, in der ich mich mit dem Thema Entrosten beschäftigen werde. Man sagt, alte Liebe rostet nicht. Diese wissen schon. Deshalb werde ich den Rost beseitigen, und zwar dauerhaft beseitigen. Ich werde ein Wundermittel einsetzen, mit dem ich den Rost beseitige, nicht umwandle oder stoppe, sondern beseitige. Ich werde die Aktion in 3 Schritten durchführen. Im ersten Schritt werde ich mechanisch die Roststellen behandeln. Anschließend werde ich mein Mittel einsetzen und zum Schluss werde ich eine Schutzschicht auftragen, damit die Stellen dauerhaft rostfrei bleiben. In der ersten Phase der Entrostung, in der Vorbereitung, kommt eine CSD-Scheibe zum Einsatz und diverse Nylonbürsten. Eine gut vorbereitete Fläche erhöht die Wirkung von dem Entroster. Deshalb soll man die Vorbereitung nicht unterschätzen. Der Wagen ist vorne aufgebockt, deshalb schaffe ich ohne Probleme, den Unterboden bis zu der B-Säule zu behandeln und den gesamten Vorderbereich inklusive Motorhaube. Den Rest des Fahrzeuges, also von der B-Säule bis zu der Heckstoßstange, werde ich später behandeln, nachdem ich die Hinterachse ausgebaut habe. Jetzt baue ich aber alle Kunststoffabdeckungen ab, die dem Rost einen Versteck bieten. Ich werde jetzt ein paar Bilder einblenden, die zeigen, wie stark sich die Pest an dem Fahrzeug ausbreiten konnte. Anschließend werde ich die Stellen mechanisch behandeln. So sieht es also aus. Nun ist der Moment angekommen, wo ich zum Angriff bereit bin. Zuerst werde ich die Roststellen vorbereiten und dann kommt das Wundermittel zum Einsatz. Das ist die letzte Stelle, die ich noch vorbereiten muss. Hier werde ich gezielt nur eine einfache Drahtbürste verwenden, damit der Rostentferner zeigen kann, was er drauf hat. Und damit es noch interessanter ist, werde ich ihn an dieser Stelle einsetzen, die ich noch gar nicht vorbereitet habe. Hier ist eigentlich nichts mehr zu retten, aber bevor ich den Bereich ausschneide und schweiße, kann ich die Situation sinnvoll nutzen und schauen, ob der Rostentferner wenigstens etwas verändern kann. Das ist sozusagen für ihn ein Härtetest. Und jetzt kommt er zum Einsatz. Meine Wunderwaffe gegen den Rost. Ich mache hier keine Werbung. Ich habe es selbst gekauft, selbst bezahlt und bekomme kein Geld dafür. Aber in meinen Augen das Beste, was es gibt. Bei diesem Mittel handelt es sich um einen Entroster auf Phosphorsäurebasis. Deshalb wird der Rost vollständig aufgelöst und nach der Behandlung haben wir eine blanke Metalloberfläche. Die benötigte Einwirkzeit beträgt ca. 1 bis 4 Stunden. Bei einem starken Rostbefall wird empfohlen, den Rostlöser in mehreren Schichten aufzutragen. Die Schichten sollen natürlich nicht nacheinander aufgetragen werden. Jede Schicht benötigt ca. 60 Minuten Einwirkzeit. Die maximale Einwirkzeit beträgt 24 Stunden. Danach hat der Rostentferner kaum Wirkung. Und zuletzt, nach der Behandlung, sollen alle Stellen, die behandelt wurden, mit Wasser abgespült werden. Ja, und so sieht es aus. Jetzt wird er bei mir zum Einsatz kommen und anschließend werde ich die Ergebnisse präsentieren.
Jetzt werde ich eine Pause machen und lasse den Rostentferner arbeiten. Circa 4 Stunden später bin ich wieder zurück. Ich habe in der Zeit 2 Schichten aufgetragen und jetzt können wir uns das Ergebnis angucken. Und jetzt komme ich zu den beiden Stellen, wo ich den Versuch durchgeführt habe. So sah der Träger vor dem Versuch aus. Ich habe ihn nur leicht mit der Drahtbürste behandelt und anschließend 2 Schichten Rostlöser aufgetragen. Und so sieht die Stelle nach der Behandlung aus. Sieht auf jeden Fall schon viel besser aus, ist aber noch nicht perfekt. Deshalb werde ich hier noch 1 bis 2 Schichten auftragen und dann wird es ganz anders aussehen. Und hier haben wir den Stoßstangenhalter, den ich vor dem Versuch gar nicht behandelt habe. Eigentlich ist die Stelle nicht mehr zu retten. Trotzdem habe ich hier den Rostlöser eingesetzt, um zu sehen, ob er an der Stelle wenigstens eine kleine Veränderung erreichen kann. Und das ist das Ergebnis. Ich finde, dafür, dass die Fläche gar nicht vorbereitet wurde und dass ich sie nur 2-mal angestrichen habe, hat der Rostlöser trotzdem geschafft, dass man einen Unterschied erkennen kann. Natürlich ist es klar, dass die Fläche nicht mehr zu retten war. Aber ich denke, mit einer vernünftigen Vorbearbeitung und mit mehreren Anstrichen wäre das Ergebnis viel besser. Jetzt komme ich zu der letzten Phase. Wenn die betroffenen Bereiche rostfrei sind, bekommen sie eine Schutzschicht. Ich habe mich für eine 2-Komponenten-Epoxidharz-Grundierung entschieden. Und beim Bedarf kann auch eine Karosseriedichtmasse eingesetzt werden. Beide können mit einem Pinsel verarbeitet werden. Das Pinsel ist unspektakulär, deshalb sage ich jetzt bis zum nächsten Mal.